Hallo, ich wollte euch mal meinen Samsung UE40D7090 mal vorstellen. Wie ihr sehen könnt, ist ein super Flat TV, also der jedenfalls sein Geld wert ist. Also sieht echt stark aus. Ich tue es mal näher ranholen, das Bild. Ja, was soll ich großartig sagen? Also ein schönes Teil, ja, 40 Zoll halt, ne? Und typisch Samsung, würde ich sagen. Also ein klasse Design von Samsung und sieht halt echt edel aus. Also im Gegensatz zu anderen Herstellern vielleicht ist es schon nicht schlecht. Der schöne edle Fuß von Samsung, echt schick. Ja, also wie man so kennt, ein Flat TV halt. So, das Ganze mal aus der Nähe. Also der Rahmen ist wirklich super schön dünn, also wie der ganze Fernsehen auch dünn ist. Und es ist von Samsung das Crystal Design oder Crystal TV, wie man es auch nennen mag. Ja, mal von hinten. Ja. Ja, ein klasse Gerät. Kann man nur empfehlen. So, auch was das Highlight ist, die Fernbedienung von Samsung sieht auch echt stark aus. Also ein klasse Teil. Der Vorteil von dieser Fernbedienung ist keine hervorstehenden Gummitasten. Das soll heißen, wenn jetzt Staub oder sowas drauf ist oder Krümelchen, die fallen halt nicht dazwischen. Ist halt alles eine glatte Ebene. Es ist halt, ja, keine herausstehende Taste. Ist halt schön gemacht von Samsung, also sieht echt edel aus. Fühlt sich auch sehr wertig an. Hier ist schon Staub drauf, man sieht's. Aber wie gesagt, ist kein Problem, man kann es gut abwischen. Die Fernbedienung ist auch wieder hintergrundbeleuchtet. Alles sehr groß und übersichtlich angeordnet. Und das Steuerkreuz ist in dem Fall ein Touchpad, was man für den Webbrowser nutzen kann. Das ist sozusagen wie ein kleiner Mausersatz. Und ja, ich habe zwar das Ding noch nicht im Internet oder ausprobiert oder angeschlossen, aber kommt irgendwann noch. Aber wie gesagt, ist halt dran. Feine Sache. Ja, das war's mit der Fernbedienung noch. Ja. Ganz knuffiges Teil. So, jetzt werde ich mal das Teil einschalten. Ja, also der Samsung ist sehr SEP-freundlich. Also die Umschaltzeit ist akzeptabel von SD-Programmen. Da kann man nicht meckern. Das ist alles ganz okay. Ja. Die HD-Sender sind auch alle supi. So, aber das kann ja jeder selber ausprobieren bei sich.
denke mal, was das meiste oder interessiert, ist halt das Menü. Und da gehen wir jetzt mal hin. Ich versuche mal einen etwas neutraleren Hintergrund zu bekommen. So. Ja, das Menü ist halt so aufgebaut. Ich glaube, das kennt man vielleicht aus Samsungs aktuellen Fernsehgeräten. Dürfte sich eigentlich nicht großartig verändert haben. Ich muss dazu sagen, es ist mein erster Samsung. Also für mich ist es neu, für andere ist es vielleicht bekannt. So, die Bildeinstellung ist für TV-Empfang halt so bei mir eingestellt. Ich mag es halt gerne etwas dunkler. Der eine mag es heller oder kräftiger, intensiver. Ich bin halt mehr so für den TV-Empfang etwas dunkler. Halte ich es gerne. Ja, das sind halt so alles meine Einstellungen. Oder so sieht halt allgemein das Menü aus. Ja. Ja. Da braucht man nicht großartig was zu erzählen. Also, ich denke mal, das muss jeder selber für sich einstellen und entscheiden, wie er es mag oder einstellen will oder soll. Also das ist halt gerade meine Einstellung für TV. Das Schöne ist auch, hier sind sogar Testbilder hinterlegt. Wenn man jetzt mal überprüfen will, wie die Kontraste so sind oder die Farbsättigung oder Farbsachen eingestellt werden müssen, ist alles schon bei Samsung hinterlegt. Das ist eine feine Sache. Ja. Was soll ich noch weiter sagen? Also ich denke mal, ihr seht, wie das so aussieht. Gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen dazu. Ne? Also ich gehe mal jeden Punkt so durch in den Menü Bild. Also ich habe auch noch nicht alles rausgefunden oder was für jeder Punkt was bedeutet oder für was es ist. Ja, muss alles noch kommen. Wie gesagt, ist auch ein neues Gerät für mich. Und mal schauen. So, jetzt gehen wir mal in Punkt Ton. Ja, hier kann man auch alles Mögliche einstellen halt. Ne? Stimme verstärken, klare Stimme, Film, Musik. Aber bei solchen Flat TV ist immer der Nachteil, die Boxen sind halt nicht so toll. Und deswegen ist das eigentlich hinfällig. Hauptsache man hört was. Und das ist auch ausreichend. Also wenn das nicht reicht mit einem Fernsehen, der tut halt eine Anlage anschließen oder ein 2.1 System. Ja. Ich gehe mal so ein paar Punkte halt wie gesagt durch. So die Sender, also da muss ich ja sagen, bei den Sendersachen allgemein, also ich empfange meine Sender über Satellit, aber die Sendersortierung ist ja bei Samsung eine Katastrophe, eigentlich über den Fernsehen gar nicht machbar. Selbst das Programm für die Sendersortierung bei Samsung, ja, wie soll ich sagen, ist gewöhnungsbedürftig. Also selbst das einfache Hin- und Herschieben von Sendern ist kaum oder gar nicht möglich. Also für mich war es umständlich, aber zum Glück macht man das ja nur einmal und dann eigentlich nie wieder. Ja, und dadurch ist es eigentlich einmal machbar und dann hat man auch die Schnauze voll. Also dann denke ich mir mal, mehr machen oder noch einmal machen muss nicht unbedingt sein. Das reicht dann. Ja, ist halt alles so nicht gerade einfach, ne, bei neuen Sachen. Aber man gewöhnt sich an alles, gehe ich mal davon aus. Man ist ja nicht blöd. Ja, hier kann man die Senderliste übertragen. Ja. Also wie ich gesagt habe, von dem Programm von USB-Stick importieren, also erst auf dem Stick, dann auf dem Rechner und dann von Rechner in den Fernseher wieder hinein. Oder der TV-Sender
ja, die man dann hat oder haben möchte zum Schaffen. So Satellitenauswahl, also wie gesagt, das ist, man kann halt dann suchen, gucken, LNB-Einstellungen. Also wie gesagt, ich gehe mal alles relativ schnell durch. Also bei jedem Punkt zu erklären, denke ich mal, ist für den YouTuber, der mal schauen will, bestimmt auch sehr öde und langweilig. Aber für einen kleinen Eindruck sollte das eigentlich reichen. Ja. So, Netzwerk ist ja wie gesagt, ich habe mich nicht angeschlossen ans Internet, kommt vielleicht irgendwann noch, aber ich habe ihn halt nicht dran. Also das Schöne ist halt, man kann mit dem Teil halt ins Netz gehen. Hat den Vorteil, man muss nicht über den Rechner anmachen, man kann ein bisschen was gucken und sogar Skypen geht auch eine feine Sache. Ja. Also Uhr ist auch klar, also spricht ja wirklich alles für sich selbst. Fast selbst erklärend schon. Also bei manchen spezifischen Sachen muss man schon eventuell mal nachgucken. Ja, das Boost-Logo habe ich auch ausgemacht. Smart TV, wer es mag, kann es anlassen. Ich brauche es nicht. Deswegen habe ich es ausgemacht. Ja, und hier kann man halt noch, das ist halt auch jetzt der Nachteil oder der Vorteil, wie man es sieht oder wie man es mag, ist halt, es gibt keine gedruckte Betriebsanleitung mehr, also wo alles aufgeführt ist, sondern es ist halt immer, man lädt zwei Samsung runter oder man guckt halt hier rein, wo dann jeder Punkt aufgebaut ist oder aufgelistet ist. Ja, ist halt gewöhnungsbedürftig, aber geht auch. Aber es ist halt nicht so mein Ding, also ich mag es ja doch schon mehr als Buch mehr, dass man unabhängig jetzt, ohne dass man am Fernseher rumdrücken muss, mal in die Bedienungsanleitung schauen kann. Ja, hier kann man halt noch alles einstellen. Also Service, also Update, ja, das habe ich auch nicht gemacht. Hier ist noch das Originale drauf, das aktuelle Update ist noch nicht drauf. Ja, ich sehe auch keinen Grund dafür, es geht alles, es funktioniert alles. Dadurch ist das eigentlich mir egal. Ja, so, das war jetzt das Menü, wo jeder Punkt drin ist: Bild, Ton, Sender, Netzwerk, System, Unterstützung. Ja, jetzt, ja, was soll ich noch sagen? Also Videotext, gut, ist es gerade nicht da. Ist klar, wie es aussehen kann. Smart Hub, so sieht das halt aus. Ja, ich habe kein Netzwerk, ist schon okay. Trotzdem gehe ich schon mal drauf. Ja, so sieht es dann halt aus. Da kann man auch alles aussuchen. Fotos und so weiter und so fort. Die Quellen, Map und so weiter und so fort. Dann haben wir noch eine Programmzeitschrift hier drin. Ja, die eben halt ein bisschen besser ist als der Videotext an sich. Was haben wir denn noch? Okay. Auch nicht. Okay. Ja, das war's eigentlich. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich noch sagen sollte oder zeigen soll. Also hier kann man einstellen, was für Quellen. Ja. Ist auch klar. Und hier kann man es auch umbenennen. Also das geht natürlich auch.
Ja, Name geben und so weiter und so fort, aktualisieren. Das geht alles. Ja, ich gehe mal wieder auf einen Sender drauf, würde ich sagen. Ja, also hier Videotext kann man sich anzeigen lassen, ne? Ist auch klar. Dann kann man noch Bild und Text, dann Text durch Bild oder Bild durch Text, keine Ahnung. Dann hier haben wir noch die TV-Liste. Dann haben wir den Smart Hub, habe ich schon gezeigt, die Programmzeitschrift. Dann haben wir hier noch Infos, was gerade drauf ist und wie viel der Strom nimmt. Tools haben wir noch, da kann man hier einstellen, Sleep Timer, tonmäßig und so weiter und so fort. Ja, das war's aber auch schon. Also mehr Sachen gibt es nicht, was ich noch zeigen sollte oder könnte. Ich schaue mal, ob man eine 3D-Demo vielleicht irgendwo sieht. So, ich schalte jetzt mal um auf eine 3D-Demo. Meistens bringt Astra 3D-Demo eine 3D-Demo, also der Fernseher schaltet sich automatisch um auf 3D. So, ja. Da haben wir dann eigentlich von Samsung ist dann eine wunderschöne 3D-Brille mit dabei gewesen. Und die muss man, wenn die sich jetzt über Bluetooth mit verbinden soll, relativ nah an Fernsehen halten, dass sie sich abstimmen miteinander. Ja, es ist eingeschaltet. Und jetzt kann man dann 3D schauen. Mehr oder weniger. Ja, ist eine feine Sache. Kann man vielleicht was dadurch erkennen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht. Ist ein bisschen knetsch, ne? Hier kann man da was sehen? Nee, ne? Nicht wirklich, oder? Seht ihr was? Da kann man jetzt schlecht zeigen oder darstellen mit den 3D. Aber es sieht ganz okay aus. Es ist halt wie, als wenn man an eine Vitrine schaut. Nur der Nachteil ist es bei mir, also ich kriege Kopfschmerzen und mir tun die Augen davon weh. Ist halt ein nettes Gimmick, was mit dazu ist. Muss man haben, braucht man eventuell oder auch nicht, ist egal. Also ich kriege davon Kopfschmerzen, ich kann nicht lange davon mit Filme gucken. Ja, naja. Ja, das war's eigentlich. So, jetzt zeige ich euch nochmal die dazugehörige 3D-Brille von Samsung. Es sind in Lieferumfang, in meinem Fall waren 2 Stück dabei. Original Samsung. Wenn man die Brille extra kauft, kostet glaube ich jede 30 Euro. Ist mit Batterie, mit einer Knopfzelle. Und wie gesagt, Bluetooth-Technik, ist eine aktive Shutterbrille. Ja. Also wie gesagt, ich kriege davon Augenschmerzen und Kopfschmerzen. Also lange damit einen Film angucken könnte ich nicht. Es ist mit dabei, ist ein nettes Gimmick. Aber muss jeder für sich entscheiden, ob er dafür Geld ausgibt oder nicht. Ob das aufpreiswürdig ist. Aber wie gesagt, also ich habe mir den 70er geholt, die 70er Reihe, also den 7090. Weil mir gefällt das Design, der Fuß, die 5 mm Breite von Rahmen, die Tiefe und eben halt ist ein HLED-Fernseher oder Flatscreen, der ein super Bild hat und nicht umsonst bei Chip auf Platz 1 ist, der 40 Zoll Geräte. Das sagt eigentlich schon relativ viel aus. Was ich noch dazu sagen muss, jetzt bei den, wie soll ich sagen, Lichtflecken oder Wolkenbildungen,
Damit muss man sich abfinden, wenn man sich ein HLED kauft. Ja, wenn man das nicht unbedingt haben will, dann sollte man sich doch eher ein Plasma kaufen. Nur für mich war Plasma keine Option, weil Plasma wird mir zu warm, ist mir zu schwer und zu viel Strom außerdem. Und ja, ein 40 Zoll Plasma ist eigentlich kaum noch in Handel zu finden. Die machen eigentlich nur Sinn bei großen Größen oder Diagonalen. Und was ist schon der Vorteil eines Plasmas? Klar, er hat keine Reaktionszeiten, Blickwinkel ist egal. Erst in 3D-Sachen ist er besser drauf. Und natürlich hat er eben halt, was Schwarzwerte sind halt schwarz und keine Lichtflecken, ist auch logisch, und keine Wolkenbildung. Aber wie gesagt, es ist halt nicht mehr zeitgemäß, und ein HLED-Fernsehen hat immer den Nachteil, dass überall eventuell mal ein bisschen die Hintergrundbeleuchtung, oder besser gesagt die in Ecken verborgene Beleuchtung durchscheint. Eventuell. Aber wenn das stört, ja, entweder für den bleibt ja nur noch Röhre oder eben halt ein Plasmafernseher. Mich juckt es jetzt nicht, und so schlimm ist es auch nicht. Es ist nicht alles in Sichtfeld. Ich werde gleich mal noch ein paar Schwarzbilder reinmachen. Und da können wir mal gemeinsam schauen, wie stark diese Lichtflecken wirklich sind oder ob sich die jemand stören lässt oder nicht stören lässt, keine Ahnung. Ja, so, für die Testbilder habe ich leider immer noch meine alte und beliebte Referenz-Test-DVD aus dem Verlag oder von dem Verlag Bursch Audio-Videotechnik. Ja, das ist zwar leider kein hochauflösendes Testmaterial, aber ich denke mal für Schwarz reicht auch SD, und das ist halt, dafür verwende ich immer diese DVD, kann man sie erkennen? Ja, das ist halt eine alte, aber sehr beliebt. Also für mich, da sind Testbilder, Testtöne, ist alles Mögliche drauf. Und da werden wir jetzt mal einen Schwarzwert schauen, ob man da was findet. So, wir schauen mal zu den Testbildern. Ich würde sagen, ich fange mal an mit Schwarz-Weiß-Testbildern 16:9. Wie gesagt, ist alles kein hochauflösendes Material, sondern normal. Aber es sollte reichen, und man sollte schon mal sehen, wie klasse das trotzdem aussieht, ne, auf so einem Flat TV. So, ich werde mir die Stimme mit diesem einfach aufgebauten Testbild. Ja, mal wegschalten. Also hier sieht man schon schwarzes Quadrat, weißes Quadrat, schwarzer Hintergrund. Da sind einige Bilder drauf. Ich lasse mal alle durchlaufen. Ich möchte auch nicht, dass es euch so langweilig wird oder uninteressant. Also man sieht schon, dass der Flat eine ordentliche Schärfe und Geometrie auch hat. Also wenn man das so sieht, also jede Linie, jedes Kästlein oder Kreis ist gleichmäßig. Also sieht schon toll aus. So, das waren die Schwarz-Weiß-Testbilder.
Ich werde jetzt mal zu den Farbtestbildern 16:9 kommen. Und dazu werde ich mal den Raum jetzt verdunkeln, dass man dann mal eventuell die Lichtflecken besser sieht. So, der Raum ist verdunkelt. Ich will hoffen, dass es ausreicht. So, das ist jetzt nur grau. Das ist halt rot, auch kein 100%iges Rot. Ja, Cyan oder Magenta, keine Ahnung. Ich bin ja nicht so der Farbenfreak. Das ist ein 100%iges Rot. So, das ist weiß. Ach ja, und zu Pixelfehlern muss ich noch dazu sagen, ich habe auf dem weißen Hintergrund keinen schwarzen Pixel gesehen, weil es gibt ja diese Pixelfehlerklasse. Also es ist keiner an Sichtfeld zu sehen. Ich habe auch keinen Rand gefunden. Und bei den schwarzen Hintergrund habe ich auch keinen leuchtenden Pixel gefunden, weder in der Mitte oder am Rand. So, und jetzt werde ich mal die Kamera nehmen, ein bisschen näher dran gehen. So, da könnt ihr ja mal schauen, ob ihr jetzt störende Flecken seht. Also das Einzige, was eventuell hier unten ist, sind diese. Oh, ich muss mal auf Pause schalten, Entschuldigung. So, da können wir noch mal schauen. Also ich fahre mal den Rand hier ab. Also ich sehe jetzt hier nichts Leuchtendes oder Großartiges, was stören könnte. Und wie gesagt, das ist halt ein Tribut an diesen HLED-Bauformen. Das ist immer ein bisschen mit Durchschein, kommt immer ein bisschen was durch. Aber man kann damit leben, also es gibt schlimmere Sachen. Es ist nicht störend, das ist in der Mitte. Also wenn ihr was gesehen habt, kann nur da unten das kleine bisschen sein. Also großartige Wolken oder Taschenlampen, wie man so schön sagt, habe ich nicht entdeckt. Ja, und das Schwarz ist ja wie bei einer Röhre ungefähr halt schwarz. So, lassen wir mal die Testbilder weiterlaufen. So, hier könnt ihr was über die Bildwiederholungsfrequenz eventuell mitkriegen. Sollte eigentlich alles okay sein. Der Fernseher hat 800 Hertz und ja, 3 Milliampere, nee, wie heißt das? Minisekunden, kein Plan, was halt so eine LCD, LED Röhre hat oder flat ist. Ja. Also so ein kleiner Einblick und Eindruck, was ihr da seht. Vielleicht gefällt es euch oder nicht und ihr sagt, ja, das wäre auch mein Fernsehen, den könnte ich mir vorstellen. Oder ihr sagt, nee, doch ein scheiß Teil. Oder ein scheiß Video. Könnt ihr alles dann posten oder nicht. Wie ihr wollt. Ja. Wieder ein paar Testbilder, die ihr eventuell kennt. Das hier definitiv, es gab ja mal früher einen Sendeschluss, gibt es ja nicht mehr. So, jetzt machen wir noch den letzten Punkt, das sind Real-Testbilder 16:9. Na, schauen wir mal. Ja, sieht doch ganz ordentlich aus.
Jo, das war's. Wenn ihr euch jetzt fragen solltet, warum zum Teufel sind es die Farben und das Bild so intensiv. Ich habe für meinen Blu-ray-Player, also Blu-ray oder DVD-Wiedergabe, habe ich den Kontrast, Farben und sowas ein bisschen höher gerissen. Also ich will diesen Wow-Effekt haben, also wo man sagt, wow, das ist ja echt klasse. Und deswegen habe ich das relativ hoch eingestellt. Und ich kann ja noch einmal, wenn ihr wollt, mal das Menü nochmal durchblenden oder einblenden lassen für die Wiedergabe von DVDs oder Blu-rays. So, weil das Schöne bei den Fernsehen, jedes Ding ist unterschiedlich. Also man kann für den TV individuell was einstellen oder für den Blu-ray-Player oder PC oder USB-Stick, egal, Spielkonsole, alles Mögliche. So, und das ist halt jetzt gerade zurzeit meine Einstellung. Es kann sein, dass ich die nochmal ändere, aber jetzt aktuell sind es diese halt. Ne? Also ihr seht schon, Hintergrundbeleuchtung sind 15, Kontrast 70, Helligkeit 50, Schärfe 50, Farbe 63. Das war es aber auch schon, also mehr habe ich hier nicht gemacht. Genau wie auch hier, Schwarzton ist aus bei mir. Optimaler Kontrast ist genau dasselbe. Ja. Also wie gesagt, das ist geschmacksabhängig. Der eine mag es heller, intensiver, der andere nicht so. Bei mir ist mal beim TV schauen, kann es ruhig dunkler sein, da muss es nicht extrem sein. Aber beim Film gucken sollte es schon okay sein. Oder beim PC, egal. Ja, das soll es gewesen sein. Also ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ihr könnt was mit der Information anfangen. Bye bye, sagt Digger Yoshi.